Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 36. Blush. Ihre Sicht. Erschöpft und von Schweiß benetzt, liege ich auf dem nackten Oberkörper meines Herrn, den Kopf auf seiner Brust, während er einer meiner langen Haarsträhnen um seine Finger wickelt. Im Gegensatz zu mir trägt er wieder seine Hose. Ich liege, wie Gott mich schuf, auf ihm, weswegen sich eine leichte Schamesröte auf meine Wangen gelegt hat. Mein Herzschlag ist weiterhin schnell, während sich meine Atmung einigermaßen beruhigt hat. Wenn es mir unangenehm ist, wieso mache ich es dann? Manipuliert er mich vielleicht wirklich? Ich spüre seinen stetigen Blick auf meinem entblößten Körper. Meister? Druckse ich unsicher und senke meinen Blick. Ich zeichne unsichtbare Kreise auf seiner Brust und konzentriere mich nur auf meine Handbewegungen. Aus dem Augenwinkel sehe ich seinen abwartenden Blick. Ich atme tief ein, als könnte ich die Kraft und den Mut aus der Luft filtern. Manipulierst du mich? Stelle ich meine Frage und sehe unsicher zu ihm auf. Ich habe gehofft, etwas in seiner Mimik zu erkennen, doch sein Grinsen bleibt unverändert. Wieso sollte ich? Stellt er mir die Gegenfrage. Keine Ahnung, aber... Ich beiße mir nachdenklich und zweifelnd auf die Unterlippe. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Was ist, wenn ich ihn mit meinen Bedenken verletze oder wütend mache? Ich richte mich auf, stütze mich mit meinen Armen auf seinem Brustkorb ab und starre ihn mit offenem Mund an. Ich will etwas sagen, finde jedoch keine Worte. Wieso mache ich Sachen, die mir unangenehm sind? Nuschle ich leise und ängstlich und lasse meine Schultern etwas hängen, wende meinen Blick jedoch nicht ab, versuche etwas aus seiner immer lächelnden Mimik zu lesen. Du tust alles für mich, weil du mich liebst, Suki. Lacht er und streicht mir sanft eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Überrascht klappt mein Mund etwas auf. Das ist Liebe? Es muss Liebe sein, sonst würde ich diese Sachen nicht machen. Mein nachdenklicher Blick bleibt auf seinem Lächeln hängen, auf seinen feuchten Lippen. Durch meine neue Erkenntnis laufe ich gleich darauf rot an und wende meinen Blick verlegen von ihm ab. Meister? Liebst du mich auch? Frage ich zögerlich und sehe ihn bedrückt an. Ja, Suki. Betont er grinsend und tätschelt erneut meinen Kopf. Sofort strahle ich ihn an, beuge mich zu ihm runter und küsse ihn überstürzt. Nicht so stürmisch. Zieh dich an, Suki. Durch seine vorherigen Worte und dem neuartigen Gefühl in mir bemerke ich den Befehlston in seinem letzten Satz nicht. Überglücklich nicke ich und stürme zu meinen Kleidern, welche bei unserem Akt auf dem Boden verstreut worden sind. Ruhig streife ich mir mein Hemd über die Schultern. Gerade als ich bei den oberen Knöpfen angekommen bin, klingelt meine Teleschnecke. Meine Nummer haben nur Corby und Ace. Ich tippe auf Ace. Überlege ich, bevor ich erschrocken zusammenzucke, als ich Doffys stechenden Blick auf mich spüre. Ernst sieht mich mein Meister vom Bettrand aus an. Wer ist das? Fragt er mit fester und bedrohlicher Stimme. Eingeschüchtert mache ich mich etwas kleiner. Mein Bruder, Ace. Er ist der Einzige, der meine Nummer hat. Antworte ich ihm schnell und senke ehrfürchtig meinen Blick. Seiner bleibt ruhig auf mir. Ich habe ihm die Nummer gegeben, falls wir uns verlieren. Ich habe seinen Striker genommen, um zu dir zu kommen. Darf ich abnehmen und darf er ihn abholen? Frage ich kleinlaut. Natürlich. Für dich alles. Erlaubt er mir ruhig und lehnt sich grinsend etwas zurück. Freudestrahlend stelle ich die Schnecke vor dem Bett auf den Tisch, setze mich auf seinen Schoß und schalte, Zeichen meines Vertrauens, auf laut. Seine Sicht. Das Trio, Ace und der Kapitän, sitzen in der Kapitänskajüte versammelt auf dem breiten Bett um eine Teleschnecke herum. Ruhig wählt Law ihre Nummer. Angespannt warten alle Anwesenden auf ihr Abheben. Gotcha. Zeitgleich lässt die angespannte Haltung der Anrufer nach. Hey, tut mir leid, dass ich dich sitzen gelassen habe. Du kannst dir den Striker jederzeit abholen kommen. Ertönt sogleich die schuldbewusste Stimme der Jüngeren. Zuerst findet niemand seine Stimme. Ace fasst sich zuerst wieder und lehnt sich etwas der Schnecke entgegen. »Schon gut, Herzchen, wo bist du? Geht es dir gut?« Kaum ist ihr Spitzname gefallen, erscheint eine Wutader auf Trafalgars Stirn und sein eisiger Blick legt sich stechend auf den Feuerbändiger. Er unterdrückt sein Verlangen danach, der Sommersprosse eine überzuziehen und ihn anschließend im Meer zu versenken.
Ja, mir geht's gut. Ich bin noch auf dem Schiff, erklärt sie grinsend und mit in letzter Zeit seltener, fröhlicher Stimme. Wessen Schiff? Fragt Lore sofort mit dunkler Stimmlage. Captain? Kommt es überrascht aus der Schnecke. Wer ist das? Erklingt eine zweite männliche Stimme, welche Lore verdächtig bekannt vorkommt. Sie bringt nur ein nicht sehr intelligent klingendes über die Lippen, bevor sie den Mann an ihrer Seite ernsthaft antworten kann. Mein alter Kapitän. Und so wie ich ihn kenne, sind auch 3 seiner Crewmitglieder dabei, erklärt sie dem Fremden perplex. Wo bist du, Imoto? Wir holen dich ab! Klingt sich nun auch Sashi ins Gespräch ein und bestätigt somit ihre Annahme. Die Kleine setzt zum Sprechen an, hält dann jedoch noch einmal inne. Du willst, dass sie dich von mir holen, Suki? Spricht der Fremde mit einem seltsamen Unterton, welcher Lore hellhörig werden lässt. Ein leises und eingeschüchtertes Nein, ist zu hören. Dann sag ihnen, dass sie dich in Ruhe lassen sollen, fordert die unbekannte Stimme säuselnd. Gespannt lauschen die Anwesenden dem Gespräch zwischen dem Fremden und ihrer Nakama. Aber ich will sie wiedersehen, widerspricht sie ihm erzwungen und mit einem Zittern in der Stimme, als würde sie innerlich um diese Antwort kämpfen müssen. Du willst sie doch gar nicht wiedersehen, Suki, meint der Fremde ernster, beinahe bedrohlich. Schon wieder. Er hat ihren Spitznamen so seltsam betont. Ein Moment lang ist es bedrückend still. Doch Ace, das Großmaul vom Dienst, findet seine Stimme schnell wieder und schämt sich nicht dafür, sich einzumischen und seine Meinung zu vertreten. Oi, sie sagte, sie will nicht bei dir bleiben, blafft ihn Ace mit erhobener Stimme an. Lass sie in Ruhe, fügt Sashi warnend hinzu. Jetzt sag es ihnen, Tsuki, lacht der Fremde. Bei diesem unverkennbaren Lachen verengen sich Trafalgars Augen. Dass sie zu Doflamingo gefahren ist, bestätigt meinen Verdacht mit dem Missverständnis. Ich weiß zwar nicht, was für eine Vergangenheit die beiden verbindet, aber mit diesem manipulativen Mistvogel rumzuhängen, ist niemals eine gute Idee. Lass deine Drecksfinger von meiner Crew, Flamingo, knurrt Lore versucht ruhig, während sich seine Finger wie von selbst in den Stoff seiner Hose krallen. Die Anwesenden starren ihn überrascht an und Ace sieht man förmlich die Frage an, woher er den Mann kenne. Und wenn nicht? Fragt er mit provokantem Singsang. Gereizt greift Lore nach der Schnecke. Dann bringe ich dich eigenhändig um, antwortet er mit vor Hass, Wut und Verachtung triefender Stimme. Die Crew ist ruhig, haben sie ihn noch nie so wütend gesehen. Selbst als Ace vorhin meinte, er würde ihn begleiten und er werde in die Kleine verliebt, hat er nicht die Beherrschung verloren. Sie ist wohl dein Wunderpunkt, belächelt er ihn mit einem lauernden Unterton. Erschrocken verharrt Lore in der Bewegung. Scheiße, ich darf ihn nicht provozieren, wer weiß, was er mit ihm macht, ermahnt er sich selbst. Sie gehört zu mir, entgegnete er ernst. Erneut lacht Doflamingo. Sie ist freiwillig hier. Sie liebt mich, stichelt er weiter. Gerade noch so bekommt sich der Kapitän beruhigt, indem er sich kräftig auf die Zunge beißt und anschließend seine Kiefer aufeinanderpresst. Du manipulierst sie, damit sie das glaubt, zischt er durch seine Zähne. Lass sie in Ruhe. Eine Zeit lang ist es still und erneut lauschen sie nach den Geräuschen ihrer Gesprächspartner. Plötzlich hören sie, wie Sarana erschrocken aufkeucht und dann versucht, ihre Stimme zurückzuhalten. Nicht, jammert sie leise, während der Mann am anderen Ende nur weiter lacht. Die Zuhörer starren wortlos auf das Gerät, konzentrieren sich auf die Geräusche aus der Schnecke. Erneut winselt sie dumpf auf. Die sind wie Familie, gibt sie mit gehetzter Stimme zu bedenken. Was macht er mit ihr? Tut ihr weh? Alle Anwesenden senken etwas den Kopf und lehnen sich der Schnecke entgegen. Stell dich nicht so an, spricht er mit lassivem Ton. Leg auf, ruft sie panisch. Erneut muss sie ihre Stimme unterdrücken, was ihr immer schlechter gelingt und ihre Laute deswegen lauter werden. Nein. Weiterhin ist die Crew still, wissen auch sie nicht, was er mit ihr macht. Ace wechselt einen besorgten Blick mit Sashi. Bitte, Meister,
fleht sie weinerlich. Bei ihrem letzten Wort reißen alle Anwesenden den Kopf hoch und sehen sich gegenseitig entgeistert an. Alle fragen sich dasselbe. Meister? Prompt reißt die Sommersprosse das Gerät an sich und presst es an seine Lippen, einen Ticken schneller als Law, welcher ebenfalls seine Hand nach dem Gerät ausgestreckt hat. »Lass deine Dreckspfoten von meiner Schwester!« knurrt Ace, kochend vor Wut. Es herrscht Stille. Angeregt warten die 5 auf eine Reaktion. Sekunden kommen ihnen wie Minuten vor. Erneut erklingt Flamingos Lachen, bevor sie Savannah laut und deutlich aufstöhnen hören. Mit aufgerissenen Augen starren sich die 5 an. Sofort legt sich eine leichte Röte auf Trafalgars Wangen, als sein Gehirn verarbeitet hat, was Doflamingo gerade wirklich mit ihr macht. Doch schnell steigt nicht nur weitere Erregung, sondern auch ungemeine Wut in ihm auf. Sashis Gesicht nimmt die Farbe seiner Haare an, während Pinguin sich die Hand vor den Mund schlägt und Beppo beschämt seinen Blick abwendet. Law hat derweil seinen Blick gesenkt und starrt nur mit gemischten Gefühlen von Wut und Ekel bis hin zu Verlangen und Eifersucht auf seine geballten Hände. Mit feuerrotem Kopf donnert Ace die Sprechmuschel auf die Schnecke und legt auf. »Der kann was erleben, meine Schwester so anzufassen«, bellt Ace mit bebender Stimme und dampfendem Kopf. Trafalgar muss sich räuspern, um seine Stimme wiederzufinden. »Wir tauchen ab«, befiehlt er knapp und schmeißt seine Crew und Ace kurz darauf aus seiner Kajüte. »Dieser Drecksack! Allein ich darf ihr diese Reaktion und Laute entlocken!« Schnell schüttelt er beschämt den Kopf, als könnte er seine Gedanken damit loswerden, und schließt die Tür ab. Obwohl Law fast überkocht vor Wut, kann er sein Herz nicht beruhigen. Er setzt sich ruhig auf sein Bett und lässt sich erledigt nach hinten in die Laken fallen. Beschämt legt er seine Hand an seinen Mund, hallt ihr Stöhnen in seinem Kopf nach. Law presst erregt und ungläubig seinen Handrücken auf seine Lippen. Dem Verlangen geht er nicht nach. Würde er es im Nachhinein bereuen, wenn ihm bewusst wird, dass ihre Geräusche durch Doflamingo ausgelöst wurden. Doch seine Fantasie lässt ihm einfach keine Ruhe, weswegen er eines seiner Kissen stöhnend auf sein Gesicht drückt. Er beschließt, kalt duschen zu gehen, um seine Gedanken zu sortieren und Bestimmte loszuwerden.